Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem tiefen, bequemen Sessel, bezogen mit weichem Samt. Im Kamin knistert ein Feuer, das tanzende Schatten an die Wände wirft. Draußen vor dem Fenster senkt sich langsam, aber unaufhaltsam die Dunkelheit über die Gipfel alter, schweigsamer Berge. Vielleicht halten Sie gerade eine schwere Keramiktasse mit heißem Kräutertee in den Händen und atmen diesen sicheren, erdigen Duft von zu Hause ein, der Sie umhüllt wie eine weiche Wolldecke, die vor der Kälte der Welt schützt. Doch diese Geschichte handelt nicht nur von körperlichem Komfort. Es ist eine Geschichte für jeden, der sich irgendwann im Leben verloren fühlte, mitten in einer Menschenmenge, obwohl er nach allen äußeren Maßstäben alles hatte, was man sich wünschen kann. Und um die wahre Tiefe dieser alten Legende zu verstehen, müssen wir uns in eine Landschaft versetzen, in der ein mächtiger und gerechter Geist der Berge herrscht, den die Einheimischen mit Ehrfurcht, Scheu und stillem Respekt Krakonosch nennen. Er ist nicht nur eine harmlose Märchenfigur aus bebilderten Kinderbüchern. Er ist eine uralte, elementare Kraft, die das fragile Gleichgewicht zwischen Mensch und wilder Natur bewacht. Alte Überlieferungen sagen, dass er ausgerechnet zu jenen kommt, die vom Weg abgekommen sind, nicht von einem markierten Wanderweg im Wald, sondern vom Weg des eigenen Herzens, vom Weg der eigenen Seele. Und genau so ein Mensch war Klara. Eine junge Frau, der sie vielleicht im Zentrum des geschäftigen Prag begegnet wären und der sie vermutlich ihr perfektes, makellos wirkendes Leben beneidet hätten. Sie war 28 Jahre alt und arbeitete als äußerst erfolgreiche IT-Spezialistin in einem großen Glasgebäude in Pankrak, wo die Luft nach Kaffee und nach dem ozonigen Hauch von Kopiergeräten riecht. Sie wohnte in einer schönen, großzügigen Wohnung in Vinohrady mit hohen Stuckdecken und einem Blick auf den Morgennebel, der über der erwachenden Stadt aufsteigt. Ihr digitaler Kalender war voll mit wichtigen Terminen, ihr Bankkonto wuchs beruhigend mit jedem Gehalt und ihre sozialen Netzwerke waren gefüllt mit perfekt ausgeleuchteten Fotos aus teuren Cafés und exotischen Urlauben am azurblauen Meer. Es schien, als hätte sie in der Lotterie des Lebens den ersten Preis gewonnen. Aber jeden Abend, wenn die Lichter ausgingen und der Lärm der Großstadt zu einem gedämpften, monotonen Dröhnen wurde, lag Klara in ihrem Bett und starrte an die leere Decke, mit einem erdrückenden Gefühl, dass in ihrer Brust ein riesiges, bodenloses, schwarzes Loch klaffte, das kein beruflicher Erfolg füllen konnte, keine Beförderung und kein luxuriöses Ding, gekauft in den teuersten Geschäften der Stadt. Sie war umgeben von tausenden Menschen. Jeden Morgen fuhr sie mit der überfüllten Straßenbahn, voll mit Touristen und eilenden Einheimischen. Sie ging zu Firmenfeiern, auf denen alle professionell lächelten und mit Gläsern teurem Prosecco anstießen. Doch innerlich, dort wo es niemand sah, fühlte sie sich absolut, erdrückend allein, als wäre sie aus demselben kalten Glas und Beton gemacht wie die Gebäude, in denen sie ihre langen Tage verbrachte. Kühl, durchsichtig, zerbrechlich, bereit beim ersten stärkeren Schlag zu zersplittern. Und dieses Gefühl der Leere war nicht einfach nur Traurigkeit. Es war ein stiller, dringlicher Ruf, den sie zu übertönen versuchte, mit Arbeit bis tief in die Nacht und mit motivierenden Podcasts. Doch er verstummte nicht. Im Gegenteil, mit jedem weiteren erfolgreich abgeschlossenen Projekt wurde er lauter, beharrlicher, unerbittlicher. Bis er eines Nachts vollkommen unerträglich wurde. Denn in der perfekten Stille ihres Schlafzimmers nahm sie plötzlich einen Duft wahr, der dort logisch nichts zu suchen hatte. Es war nicht der Geruch eines teuren Parfüms und auch nicht der von Weichspüler. Es war ein scharfer, frischer, wilder Duft nach Fichtennadeln,
nach nasser Erde, nach einem Regen und nach Kiefernharz. Ein Duft, der in ihr eine Erinnerung weckte, von der sie glaubte, sie längst unter Schichten von Erwachsensein, Vernunft und Stadtstaub begraben zu haben. Dieser unerwartete, intensive Duft katapultierte sie augenblicklich, ohne Vorwarnung, 20 Jahre zurück, in die Zeit einer unbeschwerten Kindheit, als sie die langen Sommerferien bei ihrer Großmutter in einem kleinen, abgelegenen Dorf verbrachte, wo die Tage nach sonnengewärmtem Thymian rochen und die Nächte so tief und dunkel waren, dass die Sterne wie Diamanten wirkten, die über schwarzen Samt gestreut sind und die man mit den Händen aufheben könnte. Die Großmutter lebte in einem alten Holzhaus mit Geranien an den Fenstern, das knarrte und atmete wie ein lebendiges, weises Wesen. Und Abend für Abend, wenn es dämmerte, erzählte sie Clara alte Geschichten über die Berge, über Schätze, die tief in Felsen verborgen liegen und sich nur einmal im Jahr öffnen, und vor allem über den Herrn der Berge, über den geheimnisvollen Krakonosch. Als kleines Mädchen hatte Clara über diese Geschichten gelacht und mit kindlicher Überlegenheit gesagt, das seien nur Märchen für Touristen, in einer modernen Welt voller Wissenschaft sei für solche Wesen kein Platz. Doch die Großmutter hatte nur weise und nachsichtig gelächelt mit ihrem faltigen Gesicht und gesagt: »Die Berge haben ein längeres Gedächtnis als die Menschen, und Krakonosch kommt zu jenen, die sich selbst verloren haben, um ihnen den Weg zurück zu ihrem Wesen zu zeigen.« Vor 3 Jahren war die Großmutter stillgegangen und hatte Clara ihr geliebtes Häuschen hinterlassen, mitsamt dem ganzen alten Inventar. Aber seit der Beerdigung war Clara nicht ein einziges Mal dorthin gefahren. Sie hatte sich ständig rationale Ausreden gesucht: zu viel Arbeit, zu weit weg, kein Empfang für das Telefon, das alte Haus brauche bestimmt teure Reparaturen, für die sie weder Zeit noch Energie habe. Tief in sich wusste sie jedoch, dass die Wahrheit eine andere war. Sie hatte Angst. Angst vor der Stille, die dort auf sie wartete und sie zum Nachdenken zwingen würde, und vor den Erinnerungen, die aus jeder Ecke hervorspringen könnten. Doch in jener schicksalhaften Nacht, als sie mitten in der Stadt diesen Duft nach Nadeln wahrnahm, brach in ihr etwas endgültig. Sie hatte bereits die 5. Nacht in Folge nicht geschlafen, und plötzlich war ihr alles klar, mit kristalliner Reinheit und Gewissheit. Sie konnte keine Minute länger in diesem künstlichen Leben bleiben, das sie so sorgfältig aufgebaut hatte. Also tat sie etwas, das für ihren rationalen, analytischen Verstand völlig unbegreiflich und verrückt war. Sie stand auf, packte eine kleine Ledertasche mit dem Nötigsten, schrieb an die Arbeit eine kurze E-Mail, dass sie aus familiären Gründen auf unbestimmte Zeit unbezahlten Urlaub nehme, und stieg in ihr silbernes Auto. Die Fahrt hinaus war wie eine Reise in einer Zeitmaschine. Zuerst zogen endlose graue Lagerhallen und Logistikzentren an der Autobahn vorbei, dann begann die Landschaft sich zu wellen und zu grünen. Felder wechselten mit dichten Wäldern, und die gerade Straße wand sich plötzlich wie eine Schlange. Je näher sie den Bergen kam, desto leichter und freier konnte sie atmen, als würde ein unsichtbarer Stahlreif, der ihre Brust zusammenschnürte, langsam nachgeben. Das Radio verlor nach und nach den Empfang, Station um Station, bis nur noch ein statisches Rauschen blieb, das wie ein fernes Flüstern des Universums klang. Als sie nach Stunden schließlich ankam, verschwand die Sonne bereits hinter den scharfen Kämmen der Berge, und das Tal hüllte sich in einen kühlen, bläulichen Schatten. Sie hielt vor dem Häuschen der Großmutter, das verlassen und traurig wirkte. Das Gras im Garten stand hüfthoch, die Fensterläden waren geschlossen wie die Lider eines schlafenden Riesen. Clara stieg aus, und die Bergluft, scharf und rein, traf sie ins Gesicht wie eine Ohrfeige.
Sie stand dort im teuren Mantel und in städtischen Schuhen mit Absatz und fühlte sich deplatziert, wie eine Fremde im eigenen Land. Doch als sie in die Tasche griff und den alten Messingschlüssel ertastete, zitterte ihre Hand vor Erregung. Sie steckte ihn in das verrostete Schloss, das überraschend leicht nachgab. Als sie die schweren Eichentüren mit einem Quietschen öffnete, strömten ihr Kühle und der spezifische Geruch von getrockneten Kräutern und altem Holz entgegen, so stark, so vertraut, dass ihr die Knie weich wurden und sie sich am Türrahmen abstützen musste. Das Haus begrüßte sie mit Stille. Aber es war nicht diese leere, tote, sterile Stille ihrer Stadtwohnung. Diese Stille war voll, lebendig, pulsierend, wartend, als hätte das Haus nur 3 Jahre lang den Atem angehalten und geduldig darauf gewartet, dass seine Herrin zurückkehrt. Drinnen war alles genau so, wie sie es aus der Kindheit in Erinnerung hatte. Der alte Kachelofen in der Ecke der Stube, auf dem man schlafen konnte. Der massive Holztisch mit geschnitzten Beinen, glatt poliert von Generationen. Die weißen, bestickten Gardinen an den kleinen Fenstern, durch die das letzte goldene Tageslicht fiel und Ornamente auf den Boden malte. Auf dem Tisch lag ein aufgeschlagenes Buch mit alten Sagen und eine Brille mit hornfarbenem Gestell, als wäre die Großmutter nur eben kurz in den Garten gegangen, um Minze für Tee zu pflücken, und käme jeden Moment zurück. Clara strich mit dem Finger über den Buchrücken, ein kleines Wölkchen goldenen Staubs stieg auf und glitzerte im letzten Sonnenstrahl. Sie setzte sich auf die harte Holzbank und spürte, wie die chronische Spannung in ihren Schultern langsam nachließ. Gleichzeitig wuchs in ihr eine seltsame, vibrierende Unruhe. Sie begann die Schubladen des alten Nussbaumsekretärs zu durchsuchen und fand das Tagebuch der Großmutter, in rissigem Leder gebunden. Die Seiten waren gelb und brüchig wie Schmetterlingsflügel, die Schrift zitterte vor Alter. Sie schlug den letzten Eintrag auf, datiert nur eine Woche vor dem stillen Abschied der Großmutter. Dort stand nur: Clara wird kommen. Sie weiß es noch nicht, aber die Berge rufen sie bereits mit ihrer Stimme, und ich muss das Haus auf ihre Rückkehr vorbereiten. Ein Schauer lief Clara über den Rücken, und heiße Tränen schossen ihr in die Augen, die sie 3 lange Jahre zurückgehalten und hinuntergeschluckt hatte. Wie hatte sie das wissen können? Wie hatte diese alte Frau hier oben in den Bergen wissen können, dass ihre Enkelin, diese pragmatische, zynische, moderne Frau, eines Tages unter dem Gewicht ihres Erfolgs zusammenbrechen und zurück zu den Wurzeln fliehen würde? Draußen war es inzwischen ganz dunkel geworden, und die Berge waren zu schwarzen, bedrohlichen Silhouetten gegen den tiefblauen Himmel voller erster Sterne. Clara versuchte unbeholfen im Ofen Feuer zu machen, und als die Flammen endlich an den Birkenklötzen leckten, begannen die Schatten im Raum wild an den Wänden zu tanzen. Sie war die Geräusche eines alten Hauses nicht mehr gewohnt. Jedes Knatten des Holzes, jedes Quietschen der Dielen, jeder Windstoß im Kamin ließ sie zusammenzucken. Sie hatte das intensive Gefühl, dass sie jemand oder etwas beobachtete. Doch es war kein feindliches, unangenehmes Gefühl, eher das Gefühl, nicht allein zu sein, beschützt zu werden oder vielleicht geprüft von unsichtbaren Augen. Sie konnte nicht schlafen. Sie wälzte sich auf der hohen Federkernmatratze und lauschte dem Wind, der in den Kronen alter Fichten ein wortloses Lied sang. Und dann, irgendwann um 3 Uhr morgens, in der Stunde zwischen Hund und Wolf, hörte sie Schritte. Schwere, langsame, rhythmische Schritte auf dem Kies vor dem Haus. Ihr Herz begann zu hämmern wie eine Alarmglocke.
Sie stand auf, schlich auf Zehenspitzen, den Atem angehalten, zum Fenster, zog vorsichtig die Spitzengardine beiseite und schaute hinaus. Der Mond stand voll und übergoss den Garten mit gespenstischem Silberlicht. Auf dem Weg stand eine hohe, majestätische Gestalt, deutlich größer als ein gewöhnlicher Mensch. Sie stützte sich auf einen langen, knorrigen Stock und schien mit den Stämmen der umliegenden Bäume zu verschmelzen. Clara blinzelte. Sie dachte, sie bilde es sich ein, es sei nur ein Spiel aus Schatten und ihrer erschöpften, gestressten Fantasie. Doch als sie noch einmal hinsah, war die Gestalt verschwunden. Und doch lag auf der steinernen Schwelle direkt vor der Eingangstür etwas, das vorher ganz sicher nicht dort gewesen war. Ein großer Strauß frischer Bergkräuter, die zu dieser Jahreszeit gar nicht mehr wachsen sollten und die im Mondlicht leuchteten. Am Morgen war es kalt und klar. Die Sonne schnitt scharf in die Augen, und die Luft war so durchsichtig, dass es schien, als könnte man die fernen, verschneiten Gipfel einfach mit der Hand berühren. Clara, noch halb verschlafen, trat barfuß auf die kalte Schwelle und hob den Strauß auf, den sie nachts vom Fenster aus gesehen hatte. Es war kein Traum und keine Halluzination. Die Stängel waren fest und kühl, die Blätter rochen so intensiv nach Bitterkeit und Erde, dass ihr schwindelig wurde. Sie erkannte darin seltenen Enzian, heilende Arnika und weitere Pflanzen, deren Namen sie sich dunkel und nostalgisch aus der Kindheit zurückrief. Tief in ihren Knochen wusste sie, dass dies eine Einladung war, ein stiller Ruf, den sie nicht ignorieren durfte und nicht ignorieren konnte. In ihr erwachte ein seltsamer magnetischer Drang, der sich mit keiner Gleichung erklären ließ. Sie musste hinauf, zum Gipfel des Berges, nicht auf dem bequemen, markierten Touristenweg mit lärmenden Menschenmengen in bunten Jacken, sondern auf einem alten, vergessenen, überwucherten Pfad, von dem die Großmutter ihr einst am Ofen erzählt hatte. Clara legte ihre teuren Stadtsachen ab und öffnete die alte bemalte Truhe im Schlafzimmer. Darin fand sie den groben Wollpullover der Großmutter, der auf der Haut kratzte, aber wärmte wie ein Ofen, und feste, mit Fett gepflegte Lederstiefel, die ihr passten, als seien sie für ihren Fuß gemacht. Als sie in den Spiegel mit dem geschnitzten Rahmen blickte, sah sie nicht mehr die glatte Managerin aus der Stadt. Sie sah eine Frau, die zu einer schicksalhaften Reise aufbrach. Sie nahm eine alte Thermosflasche mit Tee, verschloss das Haus sorgfältig und trat hinaus in den kalten Morgen. Anfangs fiel ihr das Gehen schwer. Die Beine, verwöhnt von ebenen Gehwegen, waren den unruhigen, steinigen Boden nicht gewohnt, und bei jedem steileren Schritt wurde ihr Atem kürzer. Ihr Geist, gewohnt an den ständigen Strom aus Informationen, Nachrichten und Benachrichtigungen, wehrte sich gegen die tiefe Stille des Waldes. Unbewusst griff ihre Hand immer wieder in die Tasche zum Mobiltelefon, um E-Mails und soziale Netzwerke zu prüfen. Doch es gab keinen Empfang, nur ein leeres Display. Also blieb ihr nichts anderes, als auf ihren eigenen schnellen Atem zu hören und auf das Knacken von Zweigen und Zapfen unter den Schuhen. Allmählich, während sie höher und höher stieg, über die Baumgrenze hinaus, begannen ihre aufgewühlten Gedanken sich zu beruhigen. Der Rhythmus des Gehens wurde zu einer Art bewegter Meditation. Sie begann Details wahrzunehmen, die sie früher übersehen hatte. Glitzernde Tautropfen in einem Spinnennetz zwischen Fichten, das satte Grün von Moos, das Steine wie weicher Samt überzog. Sie erinnerte sich an die entscheidenden Entscheidungen der letzten Jahre,
daran, wie sie ihre Kindheitsträume vom Studium der Botanik gegen Sicherheit, Prestige und Geld eingetauscht hatte. Daran, wie sie sich von anderen hatte überzeugen lassen, Erfolg sei eine Zahl auf dem Konto und nicht Freude im Herzen. Und plötzlich erschien auf dem Pfad, mitten im Nirgendwo, ein alter Mann. Er saß ruhig auf einem Baumstumpf und schnitzte mit einem Messer an einem Stock. Er trug einen abgewetzten Filzmantel, neben ihm lag ein alter, zotteliger Hund mit weißen Augen. Clara erschrak, denn weit und breit war niemand sonst zu sehen. Der Mann hob langsam den Kopf und sah sie an, mit Augen so blau und tief wie der Himmel über den Bergen. Ohne Begrüßung, ohne Einleitung sagte er mit heiserer Stimme: »Sie gehen zu ihm. Er wartet schon lange auf Sie, gnädige Frau.« Clara wollte einwenden, sie gehe nur spazieren, er irre sich. Doch die Worte blieben ihr in der trockenen Kehle stecken. Stattdessen fragte sie leise: »Wohin muss ich gehen?« Der Mann deutete nur mit der runzligen Hand in Richtung eines dichten, undurchdringlichen Krummholzgürtels, wo kein sichtbarer Weg war, und sagte: »Der Weg zeigt sich, wenn Sie ihm vertrauen und ihn betreten. Sie dürfen keine Angst haben, sich zu verlieren. Nur dann finden Sie, was Sie suchen.« Und noch bevor Clara fragen konnte, was er genau meint, stieg aus dem Tal ein dichter Nebel auf. Als er sich nach einem Augenblick wieder löste, war der Baumstumpf leer. Vom Mann und vom Hund keine Spur. Clara stand an der Grenze zwischen hohem Wald und dem Band aus dichtem, verkrüppeltem Krummholz. Ihr Herz schlug stark und unregelmäßig bis in die Fingerspitzen hinein. Doch es war nicht diese lähmende Angst, die sie aus dem Büro kannte, die Angst vor Deadlines und Versagen. Es war ein flirrendes, elektrisches Erwarten von etwas Großem und Unabwendbarem, das sie überstieg. Sie atmete tief die kalte Luft ein und folgte dem Rat des verschwundenen Fremden. Sie machte den ersten, zögernden Schritt und trat in das Dickicht, wo sich die verdrehten Äste des Krummholzes wie alte Knochen von Riesen ineinander verhakten und an ihren Hosenbeinen zerrten, als wollten sie zurückhalten oder vielleicht warnen. Kaum hatte sie ein paar Schritte getan, verdichtete sich der Nebel um sie herum so schnell und so unnatürlich, dass die Welt sich in dicke, weiße Milch aufzulösen schien. Sie sah keine Armlänge weit. Sogar die Spitzen ihrer eigenen Stiefel verschwanden im Grau. Die Welt schrumpfte zu einem kleinen, klaustrophobischen Kreis um ihren Körper. Alle vertrauten Geräusche verstummten. Kein Wind in den Nadeln, kein Vogelruf, selbst ihr eigener Atem klang fremd, weit entfernt. Nur das laute Pochen ihres Herzens erinnerte sie daran, dass sie noch lebte. Sie spürte fast körperlich, wie sie durch eine unsichtbare, elastische Membran schritt, durch eine dichte Wand aus Energie, die die gewöhnliche Menschenwelt voller Lärm und Hast trennte von einer Welt, die etwas viel Älterem, Dunklerem und Mächtigerem gehörte als jede menschliche Zivilisation. Sie stieg weiter und weiter, obwohl ihre Beine vor Erschöpfung brannten und ihre Lungen verzweifelt um die dünne, eisige Luft kämpften. Die Zeit verlor ihre lineare Bedeutung. Die Uhr an ihrem Handgelenk blieb stehen. Sie konnte eine Stunde gegangen sein, einen Tag oder nur eine Minute. Es war nicht wichtig. Es existierte nur noch der nächste schwere Schritt ins Unbekannte. Und dann, in einem einzigen Moment, riss der Nebel auf wie ein schwerer Vorhang.
Sie stand auf einem weiten Hochplateau, das sie auf keiner Karte je gesehen hatte, obwohl sie geglaubt hatte, die Berge dieser Gegend auswendig zu kennen. Die Farben waren anders hier, satter, lebendiger. Das Gras war grüner und saftiger, als es in diesen rauen Höhen überhaupt möglich sein dürfte. Die Steine, bedeckt mit Flechten, schimmerten, als würden sie von innen leuchten. Die Luft vibrierte vor einer seltsamen elektrischen Energie, die ihr die Härchen im Nacken aufstellte. In der Mitte dieser stillen Ebene, auf einem großen flachen Stein, der einem uralten Thron glich, stand er. Nicht der freundliche, lächelnde Märchengroßvater mit Pfeife aus Kinderbüchern und Postkarten, sondern ein wahrer Herrscher. Ein Riese, dessen langer Mantel nicht aus Stoff war, sondern aus lebendigem Nebel, Nadeln, Moos und Schatten gewebt. Dessen Vollbart an graue Flechten erinnerte, die von alten Urwaldbäumen hängen. Der in der Hand einen knorrigen Stock aus der Wurzel einer uralten Kiefer hielt, wie ein königliches Zepter. Seine Präsenz war so körperlich stark, so dominant, dass Clara instinktiv niederknien und den Kopf senken wollte. Und doch spürte sie zugleich eine tiefe, heilige Ruhe, die sie nie zuvor gekannt hatte. Das Gefühl, nach einer langen, erschöpfenden und sinnlosen Reise endlich nach Hause zu kommen. Krakonosch drehte sich langsam zu ihr um, mit der Majestät eines Berges. Seine Augen, uralt und weise wie Bergseen, die das Entstehen und Vergehen von Zivilisationen gesehen haben, hefteten sich an sie und lasen in ihrer Seele wie in einem offenen Buch. Er fragte nicht, wer sind Sie, was tun Sie hier? Solche Fragen waren überflüssig. Seine Stimme klang wie fernes Donnern in einem tiefen Tal und vibrierte ihr direkt im Brustbein, als er schließlich sprach. Clara, Tochter dieser Berge, endlich haben Sie den Weg zurückgefunden. Ihr Umherirren im Tal aus Beton und Illusionen ist vorbei. Aber Ihr wahrer, schwerer Weg beginnt erst. Clara öffnete den Mund, um zu fragen, woher er ihren Namen kenne und was er von ihr wolle. Doch die Worte blieben ihr stecken. Er hob nur seine große Hand, ein einziges Zeichen, und brachte sie zum Schweigen. »Sie sind gekommen, um Antworten auf Ihre Fragen zu suchen«, sagte er ernst, und seine Stimme war wie Wind in Baumkronen. »Doch zuerst müssen Sie lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Denn eine Antwort auf die falsche Frage ist nur eine weitere Lüge, die Sie noch tiefer in die Dunkelheit führt.« Krakonosch winkte mit der Hand, und vor ihm, direkt auf dem nackten, kalten Granit, flammte plötzlich lautlos ein Feuer auf, ohne Holz, ohne sichtbare Quelle. Die Flammen tanzten in Farben, die Clara in der Natur nie gesehen hatte, von tiefem Violett über kühles Blau bis zu sattem Smaragdgrün. Und sie spendeten eine angenehme Wärme, die bis ins Mark drang, ohne zu brennen. Mit einem schweren Seufzer, der wie ein Geröllrutsch klang, setzte er sich auf den Boden und bedeutete ihr, es ihm gleich zu tun. Er reichte ihr eine grob geschnitzte Holzschale mit dampfender, dunkler Flüssigkeit. Es war ein heißer Tee aus unbekannten Kräutern, der nach frischer Erde schmeckte, nach Bergwind, nach Rauch am Feuer und nach alten, vergessenen Erinnerungen. »Trinken Sie«, sagte er knapp, doch in der Härte lag etwas wie Fürsorge. »Das hilft Ihnen zu sehen, was den Augen gewöhnlicher Sterblicher verborgen bleibt, die vom Licht der Städte geblendet sind.«
Clara nahm zögernd einen Schluck, und eine starke, würzige Wärme breitete sich sofort durch ihren ganzen Körper aus, bis in die Zehenspitzen. Ihr wurde schwindelig, ihr Blick verschwamm für einen Augenblick. Dann begann der dichte Rauch des magischen Feuers sich zu formen, zu scharfen, lebendigen Bildern, als sähe sie einen Film, der direkt in ihren Geist projiziert wird. Sie sah Gesichter von Menschen, denen sie in ihrem Leben nie begegnet war, die ihr dennoch schmerzhaft vertraut vorkamen, als kenne sie aus einem anderen Leben, aus einer anderen Zeit. Sie sah müde Frauen in einfachen Leinenkleidern, mit rauen Händen, die im Morgengrauen Heilkräuter auf steilen Bergwiesen sammelten und dabei alte Lieder sangen. Sie sah Männer mit windgegerbten Gesichtern und schwieligen Händen, die in steinigen Hängen junge Bäume pflanzten und gegen den Sturm kämpften, um ihre kleinen Felder zu schützen. Sie sah ihre eigene Urgroßmutter Aneschka, die sie nur von einem einzigen alten Schwarz-Weiß-Foto kannte, wie sie in einer kleinen, dunklen Stube, nur von einer Kerze erleuchtet, Salben rührte und mit Liebe Nachbarn heilte, die mit Schmerzen des Körpers und der Seele zu ihr kamen. Sie sah eine endlose, ununterbrochene Kette von Generationen, die in einem harten, aber vollkommenen Einklang mit diesen rauen Bergen lebten. Die aus der Natur nur so viel nahmen, wie sie zum Überleben brauchten, und ihre Pflege, ihren Schweiß und ihre tiefe Achtung zurückgaben. Und dann änderte sich das Bild im Rauch abrupt. Sie sah sich selbst, wie sie in ihrem luxuriösen, klimatisierten, sterilen Büro saß, umgeben von flackernden Monitoren und Diagrammen, abgeschnitten von Erde, Sonne, Regen, vom wirklichen Leben. Sie sah ihre eigenen Wurzeln, wie sie im leeren Raum hingen, ausgetrocknet, verdreht, grau, verzweifelt rufend nach Wasser, nach Nahrung, nach Sinn. »Sehen Sie genau hin«, sagte Krakonosch sanfter, doch mit einem Nachdruck, der ihr das Herz zusammenschnürte. »Ihr Geschlecht hat über Jahrhunderte dem Leben und der Natur gedient. Ihr Blut ist der Saft dieser Berge. In ihren Adern fließt die Kraft jahrhundertealter Fichten. Und sie haben versucht, eine seelenlose, effiziente Maschine zu werden. Sie haben ihr Wesen verleugnet und ein kostbares Erbe verraten, nur um einer Welt zu gefallen, die sie in Wahrheit nicht braucht, die sie benutzt und morgen ohne Erbarmen vergisst, sobald sie nicht mehr funktionieren. Das ist keine Verurteilung, Clara. Das ist eine nüchterne Feststellung. Darum können Sie nicht schlafen. Darum spüren Sie diese bodenlose, kalte Leere jeden Morgen. Ihre Seele hungert und verdorrt, sie stirbt vor Durst, weil sie mit Plastik füttern, mit Illusionen und mit fremden Träumen, statt mit Brot und Wahrheit. Clara spürte, wie heiße, salzige Tränen über ihre Wangen liefen. Es war nicht nur Weinen, es war Reinigung. Es war die grausame, nackte, schmerzhafte, aber befreiende Wahrheit, die sie sich jahrelang nicht eingestanden hatte. Sie hatte geglaubt, Karriere sei der einzige Gipfel, den sie um jeden Preis erklimmen müsse. Doch jetzt, im Schein des magischen Feuers, sah sie klar, dass sie die ganze Zeit mit letzter Kraft den falschen Berg bestiegen hatte. Sie wollte sich entschuldigen, sie wollte schreien, dass sie es nicht gewusst hatte, dass sie es vergessen hatte. Doch Krakonosch schüttelte nur den mächtigen Kopf. Eine Entschuldigung ist nicht nötig. Reue ist nutzlos. Nötig ist Veränderung und nötig ist Tat. Aber ich warne Sie, die Wahrheit über sich selbst zu erkennen ist schmerzhaft.
Es ist, als würden sie ein festgeklebtes Pflaster von einer alten, eiternden Wunde reißen. Es wird brennen und bluten. Sind Sie bereit für die nächste Lektion? Oder möchten Sie jetzt sofort in Ihr sicheres, aber leeres Leben zurückkehren? Denn wenn ich Ihnen die wahre Zeit der Berge zeige, werden Sie bis zum Ende Ihrer Tage nie wieder auf Uhren und Kalender blicken wie bisher. Krakonosch hob langsam mit der Ernsthaftigkeit eines uralten Druiden seinen schweren, knorrigen Stab, dessen Holz von den Berührungen der Jahrhunderte glatt geworden war, und berührte mit der metallenen Spitze sanft, beinahe zärtlich den alten, runzligen Granit neben dem Feuer. In diesem Augenblick drehte sich Clara der Kopf, nicht vor Angst, sondern vor einer plötzlichen, totalen Veränderung der Schwerkraft. Denn die Welt um sie herum änderte sich nicht im Raum, sondern stürzte tief hinab in die Zeit. Die Berge um sie, diese scheinbar unbeweglichen, ewigen, steinernen Monumente, begannen vor ihren Augen zu atmen. Sie sah, wie der feste Fels sich wellte wie die Oberfläche von dickem, dunklem Honig, wie riesige Massive sich hoben und senkten in einem langsamen, majestätischen geologischen Rhythmus, wie der Brustkorb eines schlafenden Riesen, der vom Beginn der Welt träumt. Sie sah, wie der uralte Wald im Tal sich in einem beschleunigten Film verwandelte. Fichten und Tannen wuchsen, streckten sich dem Himmel entgegen, starben und fielen in das Moos, und aus ihren Körpern wuchsen sofort neue Setzlinge. Es war ein endloser grüner Kreislauf von Geburt und Tod, der nur Sekunden dauerte. Und die menschlichen Siedlungen im Flachland, diese stolzen Beton- und Glasstrukturen, flackerten und verschwanden wie flüchtige, bedeutungslose Funken eines erlöschenden Feuers. Sie begriff mit einer überwältigenden, fast körperlichen Klarheit, die sie auf die Knie zwang, dass das, was Menschen ein langes, dramatisches, wichtiges Leben nennen, für diese alten Berge nur ein Augenblinzeln ist, nur ein kurzer Atemzug zwischen zwei Eiszeiten. Krakonoschs Stimme erklang direkt in ihrem Inneren. Sie ging nicht durch die Ohren, sondern vibrierte in ihren Knochen und in ihrem Blut, wie die tiefen Schwingungen des Erdkerns. »Sehen Sie diese Kiefer dort am Abgrund«, sagte er und zeigte mit dem Finger auf einen Baum, dessen Wurzeln den nackten Stein umklammerten, wie die Klauen eines verzweifelten Raubtiers. Sie wächst dort an dieser Kante schon 300 Jahre. 300 lange Winter kämpft sie gegen Stürme, die einen Menschen zerreißen würden, gegen Frost, der Steine zerdrückt, gegen Mangel an Erde und Wasser. Sie eilt nicht. Sie versucht nicht, in einer Woche die Höchste im Wald zu sein. Sie konkurriert nicht. Sie ist einfach. Sie steht und dauert. Darum ist sie stark. Darum bricht sie nichts. Sie und ihre Welt dort unten sind besessen von einer kranken, wahnsinnigen Geschwindigkeit. Sie messen Zeit in Nanosekunden, jagen dem Sekundenzeiger nach, wollen alles sofort, sofortigen Erfolg, sofortige Liebe, sofortige Weisheit aus der Packung. Doch nichts, was wirklich Bestand hat, wächst schnell. Sehen Sie sich an, Tochter des Menschen. Sie sind so schnell durch ihr Leben gerannt, in so panischem Sprint, dass es zu einem grauen, ununterscheidbaren Fleck verschwommen ist. Und nun stehen sie am Ende ihres Atems, mit klopfendem Herzen und wissen nicht, wo sie sind und nicht, wer sie sind. Die Zeit der Berge ist anders. Es ist die Zeit unendlicher Geduld. Eine Zeit, die nicht einfach linear davonläuft,
sondern sich schichtet wie Jahresringe in hartem, widerstandsfähigem Holz. Clara spürte, wie ihre inneren Uhren, dieses ständige, tyrannische Ticken aus Stress, Terminen und Pflichten, zum ersten Mal seit 20 Jahren vollkommen stillstanden. Die Stille, die dann entstand, war ohrenbetäubend und süß wie Honig. Sie verstand, dass ihre chronische Angst aus dem vergeblichen Versuch kam, die Zeit selbst zu überholen, einen Kampf, den kein Sterblicher gewinnen kann. Sie saß am magischen Feuer, dessen Flammen im Rhythmus des Universums tanzten, blickte zu den Sternen, die sich in einem beschleunigten Reigen über den Himmel bewegten, wie leuchtende Spuren, und fühlte sich klein, bedeutungslos, wie ein Sandkorn. Zugleich aber seltsam ruhig, verbunden, ewig, als wäre sie ein untrennbarer Teil dieser langsamen, unaufhaltsamen, weisen Bewegung des Kosmos. Und Krakonosch sah sie an, mit der strengen Güte eines Vaters, der ein Kind das Gehen lehrt, und sagte: Jetzt, da sie ihren gehetzten Atem auf den ruhigen Rhythmus des Steins verlangsamt haben, sind sie erst bereit zu verstehen, was wahre Einsamkeit ist. Denn das, was sie in der Stadt, mitten im Gewimmel von Millionen Menschen empfunden haben, war keine Einsamkeit. Es war Verlassenheit. Und dazwischen liegt ein Unterschied so tief wie ein Abgrund. Als die ersten scheuen Rosenstrahlen der Morgensonne die verschneiten Gipfel berührten und die magische Nacht in einen zarten Perlmuttschimmer auflösten, der in den Tälern lag wie ein weißer Fluss, lud Krakonosch Clara ohne ein Wort mit einer stillen Geste ein, ihn zu folgen. Sie gingen gemeinsam zu einem kleinen, verborgenen Bergsee, tief eingebettet in eine Felsniederung, in die ein Menschenfuß selten tritt. Seine Oberfläche war in der Stille des Morgens vollkommen glatt und dunkel, schwarz wie ein polierter Obsidianspiegel, in dem sich der Himmel spiegelte. Sie setzten sich ans Ufer in das hohe, feuchte Gras, übersät mit Millionen kühler Tautropfen, und Clara betrachtete ihr Spiegelbild im Wasser. Sie sah müde aus, die Haut bleich, tiefe, dunkle Ringe unter den Augen, das Haar wild zerzaust vom Bergwind. Doch in ihren Augen, in diesen früher erloschenen, gläsernen Pupillen, war etwas Neues. Ein stilles, inneres Leuchten, eine Flamme, die vorher nicht dagewesen war. Krakonosch beugte seinen mächtigen Rücken, hob einen kleinen, makellos weißen Kieselstein vom Boden auf, wog ihn in der Handfläche und warf ihn dann langsam in den genauen Mittelpunkt des Wassers. Beide beobachteten schweigend, wie sich die vollkommenen, symmetrischen Kreise über die Oberfläche ausbreiteten, immer weiter, bis sie das Ufer erreichten und die Grashalme in Bewegung versetzten. »In ihrer Welt«, begann er leise, und seine Stimme floss in das Rauschen des Windes hinein, »sind sie alle scheinbar verbunden durch unsichtbare digitale Netze, durch Kabel und Signale. Sie haben Tausende von Bekanntschaften, die sie noch nie gesehen haben und nie sehen werden. Sie schicken einander leere Nachrichten und bunte Bilder über Ozeane hinweg in einer Millisekunde. Und dennoch schaut niemand dem anderen tief in die Augen. Niemand spürt die Wärme einer anderen Hand. Niemand hört den wirklichen Klang einer Stimme. Das ist keine Verbindung, Clara. Das ist nur digitales Rauschen. Ein ständiges Summen. Eine Illusion der Nähe, die sie in Wirklichkeit noch einsamer macht, noch abgeschnittener in ihren kleinen Schachteln. Hier oben in den Bergen sind sie körperlich allein. Es gibt keinen Empfang, kein Netz, niemanden, der ihren Blick auf den Sonnenaufgang bewertet oder ihr Frühstück kommentiert. Und doch, seien Sie ehrlich mit sich,
fühlen Sie sich gerade weniger allein als in Ihrem überfüllten Großraumbüro, nicht wahr? Clara nickte langsam, nachdenklich. Es war eine tiefe, unbestreitbare Wahrheit, die sie in jeder Zelle ihres Körpers spürte. Sie fühlte einen unsichtbaren, aber festen Faden der Verbindung mit jedem Grashalm unter ihrer Hand, mit dem Wind, der ihr Haar bewegte, mit dem kühlen Wasser des Sees, mit den Steinen, auf denen sie saß. Sie spürte, dass sie Teil eines riesigen, atmenden, lebendigen Organismus war, dass sie irgendwo dazugehörte, dass sie ihren Platz in der Ordnung der Dinge hatte. Krakonosch lehnte sich näher zu ihr, und seine Augen, die die Farbe von Moos und Flechten hatten, bohrten sich bis auf den Grund ihrer Seele und öffneten alte, verrostete Schlösser. »Erinnern Sie sich«, sagte er, »was Sie als kleines Kind geliebt haben. Bevor die Welt der Erwachsenen, die Schule und die Gesellschaft Ihnen sagten, was vernünftig ist, was prestigeträchtig, was sich gehört und was Geld einbringt.« Clara schloss die Augen, und plötzlich sah sie es in lebhaften, klaren Farben, als wäre es gestern gewesen. Sie sah sich selbst als 7-jähriges Mädchen in einem verschmutzten Sommerkleid, eine große, schwere Lupe in der Hand, wie sie auf dem Bauch im hohen Gras hinter der Hütte der Großmutter lag und mit angehaltenem Atem die feine Struktur der Wiesenblumen untersuchte. Wie sie mit herausgestreckter Zunge lateinische Pflanzennamen in ein Heft zeichnete, abgeschrieben aus alten Büchern. Wie sie aus Löwenzahn, Erde, Fichtennadeln und Regenwasser Tränke braute und glaubte, dass sie magische Kraft besitzen. Sie hatte Botanikerin werden wollen. Sie hatte die Geheimsprache der Pflanzen verstehen wollen, die Erde heilen wollen. Doch dann kamen die ehrgeizigen Eltern, die pragmatischen Lehrer, die Karriereberater und sagten ihr mit ernstem Gesicht, dass man mit Pflanzen und Blumen nicht leben könne, dass das nur ein Hobby sei, dass die Zukunft in der Technologie liege, in Daten, in großen Unternehmen. Und sie hatte gehorcht. Aus Angst und Gefälligkeit hatte sie das kleine Mädchen in sich verraten für das Versprechen von Sicherheit, einem guten Gehalt und gesellschaftlichem Ansehen. Ihre wahre Berufung ist nicht das, wofür Sie jeden Monat eine Überweisung auf Ihr Konto erhalten, sagte Krakonosch hart, aber mit absoluter Gerechtigkeit. Ihre Berufung ist das, was Ihre Seele lebendig macht, was Ihnen Flügel gibt, was Sie morgens mit Freude aufstehen lässt. Ohne das sind Sie nur eine gehende, atmende Hülle mit einer vollen Brieftasche. Geld kommt oder kommt nicht. Das ist ein Nebenprodukt. Energie fließt dorthin, wo Leben ist. Aber wenn Sie nicht tun, wozu Sie geschaffen wurden, sterben Sie langsam, unmerklich, aber schmerzhaft. Lebendig, Tag für Tag. Clara spürte, wie sich in ihr ein überwältigender, zermalmender Kummer über die verlorenen Jahre mit einer riesigen Welle der Erleichterung mischte, als hätte sie endlich den verlorenen Schlüssel zu einem Schloss gefunden, das jahrelang verriegelt und verrostet gewesen war. Sie wollte sich bedanken, wollte fragen, wie sie es wieder gut machen solle, wo sie anfangen solle. Doch Krakonosch stand plötzlich auf, und seine Gestalt wuchs in die Höhe, bis sie die Sonne verdeckte. »Die Theorie ist beendet«, sagte er, und seine Stimme klang tief wie ein heranziehender Gewittersturm im Tal. »Jetzt kommt die harte Praxis. Denn mit dem Kopf zu wissen genügt nicht. Sie müssen es mit dem Herzen fühlen und mit dem Leib erleben.« Und er wies mit dem knorrigen Stab in den Himmel, wo sich innerhalb einer einzigen Sekunde schwere, schwarze, bleierne Wolken voller Zorn und Elektrizität zusammenballten. Noch bevor Clara etwas sagen
rufen oder fragen konnte, was sie nun tun solle, war Krakonosch verschwunden. Er hatte sich einfach im Morgendunst aufgelöst, wie Rauch über einer erloschenen Glut, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und er ließ sie allein zurück, mitten auf dem öden, wilden Hochplateau, völlig ungeschützt, in dem Augenblick, da der Himmel mit einem ohrenbetäubenden Donnerkrachen aufbrach und ein Gewitter losbrach, an das die Berge sich lange, sehr lange nicht erinnern konnten. Es war kein gewöhnlicher Sommerregen, es waren eisige, scharfe Wasserstränge, die die Erde mit gewaltiger Kraft schlugen, als wollten sie alles Lebendige hinwegspülen. Der Wind heulte wie eine Meute hungriger Wölfe und riss an ihren Kleidern, versuchte sie vom Abgrund zu reißen. Donner erschütterten die Fundamente der Felsen unter ihren Füßen, die Erde bebte. Clara kauerte sich instinktiv, in reiner tierischer Panik, unter einen kleinen, unzureichenden Felsüberhang. Doch der konnte sie nicht vor der kriechenden, eisigen Kälte und der Nässe schützen, die sofort durch ihre nassen Kleider bis ins Mark drangen. Sie zitterte wie Espenlaub, ihre Zähne schlugen unkontrollierbar aufeinander, ihre Lippen waren blau. Und zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren spürte sie echte, rohe, körperliche Angst um ihr nacktes Leben. Die Angst, hier oben allein zu sterben und dass niemand sie finden würde. Doch mit dieser urtümlichen, existenziellen Angst kam auch etwas anderes, etwas Reinigendes, Notwendiges. Das äußere Gewitter öffnete die Schleusen des inneren Gewitters, das sie jahrelang unter Druck gehalten hatte, wie ein Kessel kurz vor der Explosion. All die Jahre des unterdrückten, stillen Weinens, das sie nie zugelassen hatte, um stark zu wirken. All die falschen, verkrampften, aufgeklebten Lächeln in endlosen Besprechungen, in denen über nichts gesprochen wurde. Dieser stille, ätzende Zorn auf sich selbst, weil sie das Leben einer anderen gelebt hatte, weil sie sich verkauft hatte. All das drängte nach draußen wie glühende Lava aus einem brechenden Vulkan. Clara begann zu schreien. Zuerst leise, schüchtern, dann lauter, bis sie schließlich aus vollen, schmerzenden Lungen in den tosenden Wind hinausrief. Sie schrie die Schmerzen aus sich heraus, die Trennungen, die sie nie beweint hatte, weil sie keine Zeit gehabt hatte. Die Erschöpfung aus einer Arbeit, die sie mit jeder Faser gehasst hatte. Die Angst, nicht gut genug zu sein, die Eltern enttäuscht zu haben, sich selbst enttäuscht zu haben. Ihr verzweifelter, tief menschlicher Schrei verschmolz mit dem Donner, und niemand hörte ihn. Nur die alten Berge, die diesen Schrei annahmen ohne Urteil, ohne Kritik, nur als reine Energie des Schmerzes. Sie weinte so stark, so tief, so hemmungslos, dass ihre heißen Tränen sich mit dem eisigen Regen vermischten und man nicht mehr sagen konnte, was Himmelswasser war und was der Kummer ihrer Seele. Es dauerte Stunden. Die ganze endlose, dunkle, kalte Nacht hindurch kämpfte sie gegen die Kälte, gegen totale Erschöpfung, gegen ihre eigenen Dämonen. Es war eine Reinigung durch Feuer und Wasser. Brutal, schmerzhaft, zerstörend, aber absolut notwendig für die Wiedergeburt. Sie hatte das Gefühl, in 1000 kleine Stücke zu zerfallen, dass von der alten, starken, erfolgreichen Clara gar nichts mehr übrig bleiben würde. Und sie hatte recht. Diese alte, brüchige Hülle aus Beton, Stolz, Ego und Glas musste zerbersten, musste zermalmt werden, damit das Lebendige, Weiche, Verletzliche und Wahre darunter geboren werden konnte. Und als das Gewitter schließlich, nach einer Ewigkeit, gegen Morgen schwächer wurde und der Wind sich in einen stillen, müden Hauch verwandelte,
lag Clara erschöpft auf der feuchten Erde, im Schlamm, leer wie ein ausgewaschenes Gefäß. Aber zum ersten Mal in ihrem Leben erfüllt von einem absoluten, tiefen, kristallklaren Frieden. Sie wusste, dass sie das Schlimmste hinter sich hatte, dass sie ihren eigenen symbolischen Tod überlebt hatte. Und als sie mit Mühe die geschwollenen Augen in den grauen, nebligen Morgen öffnete, wirkte die Welt um sie herum schärfer. Die Farben waren heller, intensiver, und die Luft roch nach einem neuen, frischen Anfang. Sie roch nach Hoffnung. Als die Sonne sich endlich, siegreich über den östlichen Horizont schwang und die nassen, glänzenden Granitfelsen in goldenes, wärmendes Licht tauchte, kehrte Krakonosch zurück. Er materialisierte sich aus dem Morgendunst, nicht mehr wie ein strenger Richter, sondern wie ein stiller, achtender Zeuge ihrer Verwandlung. Er betrachtete Clara, die durchnässt, schlammverschmiert und mit zerzaustem Haar auf dem Boden saß, aber mit geradem Rücken und klarem Blick. In seinen Augen schimmerte stilles, tiefes Anerkennen. »Sie haben die Nacht überstanden«, sagte er schlicht, doch in dieser Stimme lag das Gewicht von Felsen. Und das bedeutet mehr, als Sie glauben. Es bedeutet, dass Sie stärker sind, als Sie es sich vorgestellt haben, und dass Sie bereit sind zu wählen. Denn die Freiheit, nach der Sie sich so gesehnt haben, ist nichts anderes als die Möglichkeit und die Verantwortung der Wahl. Und ich biete Ihnen jetzt an diesem stillen Ort, wo der Himmel die Erde berührt, 3 Wege an. Er wies mit dem Stab hinunter in das tiefe Tal, wo sich im Morgendunst Ortschaften, Straßen und Schornsteine abzeichneten. Der erste Weg führt zurück. Es ist der Weg der Rückkehr. Sie können zurück in die Stadt, zurück in Ihr sicheres, klimatisiertes Büro, zu Ihrem hohen Gehalt, zu Ihren Vergünstigungen und Sicherheiten. Mit der Zeit, sehr bald, werden Sie vergessen, was hier geschehen ist. Die Stimme der Berge wird verstummen. Es wird Ihnen wie ein seltsamer, fieberhafter Traum vorkommen, verursacht durch Stress. Und Sie werden weiterleben, bequem, berechenbar, innerlich aber leer. Niemand wird es Ihnen vorwerfen. Alle werden Sie mit offenen Armen zurückempfangen. Es ist der Weg der Sicherheit und des süßen Vergessens. Dann zeigte er auf den tiefen, dunklen, undurchdringlichen Wald direkt hinter sich. Der zweite Weg ist, hier zu bleiben, für immer in diesen stillen Bergen, eine Einsiedlerin zu werden, eine Frau des Waldes, nur mit Kräutern, Wild, Wind und Stille zu leben, die Menschen und ihren Lärm hinter sich zu lassen. Sie werden hier vollkommene Ruhe finden, Harmonie. Doch sie werden die Möglichkeit verlieren, ihre Gaben zu teilen. Sie werden menschliche Wärme verlieren. Es ist der Weg der Flucht, rein, aber einsam. Und dann sah er Clara direkt, lange in die Augen. Der dritte Weg ist der schwerste. Er ist für die Stärksten. Es ist der Weg des Gleichgewichts und der Verbindung. Er bedeutet, hinunterzusteigen unter die Menschen, zurück in die Welt des Lärms und des Betons, sich aber nicht von ihr zermalmen und verschlucken zu lassen. Es bedeutet, die Berge und ihre Stille in sich zu tragen, im eigenen Herzen, auch wenn man auf heißem Asphalt geht oder in der Straßenbahn fährt. In 2 Welten gleichzeitig zu leben und eine Brücke zwischen ihnen zu sein. Die Weisheit der Berge hinunter ins Tal zu bringen. Es wird wehtun, es wird zermürdend sein. Die Menschen werden sie für seltsam halten, werden über sie urteilen. Sie werden oft an ihrer eigenen Kraft zweifeln. Aber es ist der einzige Weg, der zu Ganzheit führt, zur Wahrheit und zum Dienst am Leben. Clara schwieg lange,
sehr lange. Sie betrachtete ihre Hände, schmutzig von Erde und zerkratzt von scharfen Felsen. Sie spürte das Pulsieren des Blutes in ihren Fingerspitzen. Und sie wusste mit absoluter, unerschütterlicher Gewissheit, dass sie nicht in diese sterile Schachtel zurückkehren konnte, dass sie dort verwelten würde wie eine Blume ohne Wasser. Aber sie wusste auch, dass sie nicht selbstsüchtig vor der Welt fliehen und sich in der Abgeschiedenheit verstecken konnte. Sie erinnerte sich an ihre Großmutter, die in den Bergen gelebt hatte und dennoch den ganzen Tag den Menschen aus dem Tal geholfen hatte, sie geheilt und ihnen zugehört hatte. Sie atmete tief die klare Luft ein und sagte mit ruhiger, fester Stimme, die sie selbst mit ihrer Kraft überraschte: Ich wähle den dritten Weg. Ich möchte meine Wahrheit leben, was auch immer es kostet. Ich möchte eine Brücke sein. Krakonosch lächelte zum ersten Mal, kaum merklich, nur einen Augenblick lang. Und es war ein Lächeln wie Sonnenlicht auf tauendem Schnee. »Eine gute Wahl, Tochter dieser Berge«, sagte er. »Aber denken Sie daran, hinunterzusteigen und das Licht in der Dunkelheit zu bewahren, ist viel, viel schwerer, als hinaufzusteigen und es zu finden. Denn unten warten die alten Fallen auf Sie, in neuen, verlockenden, glänzenden Verkleidungen.« Der Abstieg zurück in die Zivilisation war ganz anders als der mühsame, außer Atem geratene Aufstieg vor 2 Tagen. Clara spürte in den Beinen keine Müdigkeit, keinen Muskelschmerz, sondern eine seltsame, federnde Leichtigkeit, als hätte sie Flügel bekommen. Jeder ihrer Schritte war vollkommen bewusst. Mit allen Sinnen nahm sie wahr, wie die Vegetation sich um sie veränderte, wie das raue Krummholz zu weichem Wald wurde, wie die Geräusche der Zivilisation zurückkehrten. Ein fernes Motorengeräusch auf einer Straße, Hundegebell auf einem Bauernhof, Glockenklang irgendwo im Tal. Doch sie erschreckten sie nicht mehr, sie irritierten sie nicht. Sie trug in sich eine tiefe, unbewegliche Stille, die sie vom Gipfel mitgenommen hatte, wie einen kostbaren Schatz in der Brust. Und diese Stille wirkte wie ein unsichtbares Schild gegen den Lärm und das Chaos der Welt. Als sie nach stundenlangem Gehen endlich bei der Hütte der Großmutter ankam, blieb sie am alten Holzzaun stehen und betrachtete das Haus, als würde sie es zum ersten Mal im Leben sehen. Es wirkte nicht mehr verlassen, gespenstisch und traurig. Es wirkte nicht mehr wie eine Last. Es wirkte wie eine wartende Möglichkeit, wie ein sicherer Hafen, wie eine leere Leinwand, auf die sie ihr neues Leben malen konnte. Sie trat ein, und das Erste, was sie tat, war, alle Fenster weit aufzureißen, damit frischer Wind und klares, goldenes Mittagslicht einströmen und den Muff der Vergangenheit vertreiben konnten. Dann wandte sie sich mit neuer Energie der kleinen Kammer hinten im Haus zu, in die sie sich bisher nicht getraut hatte zu gehen, weil es dort dunkel, staubig und voller Spinnweben war. Jetzt betrat sie mit der Sicherheit einer Erbin und begann, alte, verstaubte Tücher abzuziehen. Darunter fand sie Schätze, von deren Existenz sie keine Ahnung gehabt hatte. Eine alte, aber tadellos erhaltene gusseiserne Kräuterpresse mit Messingsrauben, die kaum zu heben war. Einen Satz schwerer Keramik und Steinmörser verschiedener Größen, in denen einst Wurzeln zerstoßen worden waren. Hunderte von Glasdosen mit Schliffhälsen, gefüllt mit geheimnisvollen Samen, getrockneten Blüten und Rinde. Und vor allem unter einer losen, quietschenden Diele fand sie ein kleines, handgeschnitztes Holzkästchen. Darin lag ein dickes Heft, in raues Leinen gebunden, überschrieben in der schönen, verblassten Handschrift ihrer Urgroßmutter Aneschka. Geheimnisse der Bergkräuter und der menschlichen Seelen.
Als sie es mit ehrfürchtiger Sorgfalt öffnete, fiel eine gepresste Edelweißblüte heraus. Der spezifische, würzige, berauschende Duft von altem Papier und Kräutern, der sich daraus löste, verband sie auf magische Weise erneut mit der endlosen Kette der weisen Frauen ihres Geschlechts, die vor ihr hier gestanden hatten. Sie verstand. Diese Werkzeuge hatten jahrelang still und geduldig auf sie gewartet. Das hier war kein alter Krimskrams zum Wegwerfen, wie sie früher gedacht hatte. Das war ein kostbares Erbe, ein Zepter, das ihr übergeben worden war. Und sie nahm es endlich an. Sie begann aufzuräumen, nicht als lästige, schmutzige Pflicht, sondern als heiliges Reinigungsritual. Fegte Spinnweben aus den Ecken, schrubbte den alten Holzboden mit Lauge und Wasser, putzte die Fenster bis zur Kristallklarheit, damit das Licht ungehindert einströmen konnte. Und während sie arbeitete, während ihre Hände das alte Holz befühlten und ihre Knie den Boden berührten, den Generationen vor ihr berührt hatten, spürte sie, wie sich in ihr langsam, Schicht um Schicht, etwas aufbaute. Nicht der fragile Hochmut der Karrierevita, sondern etwas Tieferes, Festeres, Wurzelhafteres. Ein innerer Stamm, der Wind und Sturm standhalten konnte, weil er tief im Boden verankert war. Am Abend, als die Sonne hinter den Gipfeln verschwand und der Himmel in allen Farben von Aprikose bis tiefblau leuchtete, saß Clara auf der Holzbank vor dem Haus, hüllte sich in den Wollpullover der Großmutter und hielt das Heft der Urgroßmutter auf dem Schoß. Die erste Seite schlug sie auf, mit zitternden Händen, als öffne sie ein uraltes Tor. Und dort, ganz oben, in verblasster, zierlicher Schrift, standen 3 Sätze, die sie so stark trafen, dass ihr der Atem stockte. Wer den Berg besteigt, um zu fliehen, findet nur mehr Höhe. Wer den Berg besteigt, um zu suchen, findet den Weg nach unten. Und wer den Berg besteigt, um zu dienen, findet sich selbst. Clara saß lange still, die Hände auf den alten Seiten, das Gesicht der letzten Abendröte zugewandt. Hoch oben, auf dem Kamm, zog eine einsame Wolke vorbei, langsam, majestätisch, ohne Eile. Und irgendwo hoch oben im Fels, dort wo kein Mensch ihn sehen konnte, war ein tiefer, ruhiger Atem zu spüren, wie das Ausatmen einer uralten Kraft, die endlich Ruhe gefunden hatte. Und Clara lächelte. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren ein wirkliches Lächeln, nicht für ein Foto, nicht für einen Besprechungsraum, nicht für die Welt, nur für sich selbst, nur für die Berge, nur für das, was wirklich zählt. Und vielleicht haben auch Sie in diesem Augenblick kurz innegehalten und ganz behutsam die Aufmerksamkeit nach innen gewendet, zu Ihrer eigenen Stille. Vielleicht liegen Sie gerade in Ihrem Bett, zugedeckt mit einer weichen, warmen Decke, die Sie umhüllt wie eine vertraute Umarmung. Sie spüren, wie die Matratze sich sanft dem Gewicht Ihres Körpers anpasst, wie sie trägt, wie sie hält. Und Sie spüren, wie die Last des gesamten vergangenen Tages langsam von Ihnen abfällt. All die Sorgen, die Aufgaben und Gedanken lösen sich langsam auf, wie Morgennebel über einem Bergsee. Sie treiben fort, weit in die Vergangenheit, dorthin, wo sie nicht mehr hingehören. Sie sind hier, jetzt, in diesem einen, sicheren Augenblick. Vielleicht schwirren Ihnen noch die leisen Echos des heutigen Tages durch den Kopf. Aber lassen Sie sie einfach sein. Erlauben Sie ihnen, an Ihnen vorüberzuziehen, wie weiße Wolken am Sommerhimmel. Halten Sie sie nicht fest. Bewerten Sie sie nicht. Lassen Sie sie einfach fließen. Erinnern Sie sich an Clara.
Erinnern Sie sich an die alte, verkrüppelte Kiefer auf dem Felsen, die nicht eilt, die gegen nichts kämpft, die einfach nur ist, die fest in ihren Wurzeln steht und der Erde vertraut. Werden Sie sich bewusst, dass auch Sie, genauso wie Sie in diesem Moment sind, in sich diesen stillen, unzerstörbaren Mittelpunkt tragen. Dieses innere Zuhause, diese heilige Stätte, an die niemand und nichts heranreichen kann, wo ein absoluter, unbeweglicher Frieden und eine tiefe Geborgenheit wohnen. Sie müssen nicht in die Berge fliehen, Sie müssen Ihr Leben nicht von Grund auf verändern, um dieses Zuhause zu finden. Es genügt, die müden Augen zu schließen und den Atem zu verlangsamen. Lassen Sie es uns gemeinsam versuchen. Ein tiefer, ruhiger Atemzug durch die Nase und ein langer, befreiender Ausatmen durch den Mund, wie Ebbe und Flut eines alten Meeres, wie das ewige Wechselspiel von Tag und Nacht, wie der Wandel der Jahreszeiten in den Bergen. Alles, was Sie wirklich brauchen, tragen Sie schon längst in sich. Sie sind nicht zerbrochen, Sie sind nicht verloren. Vielleicht haben Sie nur einen Augenblick lang im Lärm der Welt vergessen, wer Sie unter all den Schichten aus Pflichten, Masken und Rollen wirklich sind. Aber jetzt, in der Stille der Nacht, dürfen Sie sich erinnern. Erlauben Sie sich, in diesem Moment den schweren, unsichtbaren Rucksack der Sorgen, den Sie auf den Schultern tragen, gedanklich abzulegen. Spüren Sie, wie er neben dem Bett zu Boden fällt, wie sich Ihre Schultern lösen, wie sich Ihr Nacken entspannt, Ihre Kiefer, Ihre Stirn. Morgen ist auch noch ein Tag. Morgen werden Sie sich um alles kümmern, wenn Sie möchten. Aber jetzt, genau jetzt, ist die Zeit der heiligen Ruhe, die Zeit der Rückkehr zu sich selbst. Lassen Sie Ihren Atem Sie wiegen wie ein kleines Boot auf sanften Wellen. Stellen Sie sich den scharfen, reinen Duft von Fichtennadeln vor, der Ihren Geist klärt. Die Stille eines verschneiten Waldes, in dem Sie nichts hören, außer dem Schlag Ihres eigenen, ruhigen Herzens und dem Knistern eines Feuers im Kamin, das wärmt und vor der Dunkelheit schützt. Dieses Feuer ist in Ihnen. Diese Wärme gehört Ihnen. Sie sind in vollkommener Sicherheit. Sie sind zu Hause. In Ihrem eigenen, tiefen und stillen Zuhause, das Sie, wohin auch immer Sie gehen, im Herzen tragen. Lassen Sie sich von diesem Strom der Entspannung tiefer und tiefer tragen in das weiche, gütige Reich der Träume, wo alles möglich ist, wo sich der Himmel mit der Erde berührt, wo Sie sich selbst begegnen. Und glauben Sie, wenn Sie morgen früh erwachen, wenn Sie die Augen in einen neuen Tag öffnen, werden Sie sich selbst ein kleines Stück näher sein, ein kleines Stück stärker, ein kleines Stück ruhiger, ein kleines Stück weiser. Die Nacht hält Sie in ihren Armen, die Sterne über den Bergen leuchten nur für Sie. Gute Nacht, lieber Hörer. Schlafen Sie süß, tief und traumlos. Gute Nacht.